And so this is also a celebration for Ollie and Will combined. Without the two, I don't think his channel would be what it is today. Coach Greg's, and congratulations to Will Tennyson on having achieved 1 million followers. It was only a matter of time, but really, no one knew when this would happen because he had his sub count disabled. No one knew just how many subs he actually had. Well, he recently just turned it on, 999,000, and now he's at 1 million followers, an amazing accomplishment. I know, bro. Mom said he went for milk, and he never came back. I wish he was just in Toronto with me. Just landed in Toronto. And I've collaborated with Will more than any other YouTuber, went to see him a number of times, made multiple videos together. And looking back to think it all started when people wrote me in the DM saying, do a natty or not on Will Tennyson. Coach Greg, and I'm here to bring you the most requested by far video of the week. Extremely good looking. So unlikely that he's natural that you may as well just say there's more chance he got struck by lightning. Natty or not on Will Tennyson. Had no idea who this guy was, and I'm looking him up and I'm like thinking, a natty or not? Why would you want to do a natty or not? He looks natural to me, but the people, they wanted to know. Then he reviewed my freaking cookbook, ate like Coach Greg for a day, and I said, oh, I gotta do a video on this guy. Did the video, said, I think he's natural. I started watching his channel, really liked his videos, gave educational information, as well as a number of excellent cooking videos. He's most famous for living other people's lives and trying out their diet and training styles. However, his most popular video, nearly 4 million views, is how he lost 100 pounds going from fat to shredded. If you're looking for entertaining videos that can put a smile on your face while learning educational content on how to cook low-calorie, delicious recipes and also how to train effectively to lose weight and build muscle, Will Tennyson has an amazing channel. I highly recommend it. Having spoke to him a number of times in person as well in DMs on the phone, I can tell you that he's just as good off camera as he is on camera. I'm really happy to see him achieve this amazing milestone of 1 million followers and wishing him all the best in the future. Those of you who've been watching Will Tennyson for a long time will remember, of course, his dog named Ollie, who's no longer with us. Will loved his pet. And so this is also a celebration for Ollie and Will combined. Without the two, I don't think his channel would be what it is today. And so if you've never heard of Will Tennyson and this is your first video, go check him out. Watch about 100 videos. He's got 259 videos, over 150 million views. Views. People watched him for a few years. Keep watching his channel. Subscribe. Highly recommended. Ending it here. GregDoucette.com for coaching. Greg Doucette, IBU Pro. Please check out one of the bloops. Watch one of those. Also, harder than last time supplements, including turkesterone. Only one thinks it's somewhat a choice, little bit. The rest think, nope, not a choice. What do I think? Of course it's a choice. Okay, sorry. Jetzt hat man mich, oder? Coach Greg and his obesity a choice. Ja, ich habe jetzt so viel Zeit verschwendet, es tut mir so leid. Genau, ich frühstücke jetzt. Motiviere mich mit ein paar Videos von Coach Greg. Und dann muss ich um 14:30 Uhr los ins Gym. Und hast du dich informiert? Mit der Bruder geredet? Ja. Okay, passt. Are people born to be overweight or obese? Is it a choice? Can they do anything about it? Today's video, we're not only going to give you my opinion, we're going to listen to people who are obese themselves and tell you what do they think. Do they think it's their fault? Ja, ich bin jetzt aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Und mir ist aufgefallen, ich kann nicht in die Schule. Weil, ich hatte echt einen flauen Magen und dann bin ich zu Hause geblieben. Ja. Und bin früh aufgestanden, habe mein Kreatin genommen
nicht früh aufgestanden. Ich bin erst vor kurzem aufgestanden. Aber ist gut. Es ist sehr gut, dass ich länger schlafen war. Weil sonst hätte ich echt zu wenig geschlafen und so hätten meine Muskeln sich nicht entspannen können, regenerieren können. Und jetzt habe ich einen langen Schlaf gehabt. Ich habe mein Kreatin genommen. Ich frühstücke jetzt kalorienreich mit Ei, Käse, Mozzarella und so Spinat, Wurst, keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Und danach baller ich mir wieder Erdnüsse. Did they choose the wrong parents? Well, let's check out this video and find out. There is nothing that enrages me more than fat models. Well, that's a little bit much. Why are you actually upset by obese models? That upsets you? What is wrong with people? I don't like the celebration of morbid obesity. And celebrating morbid obesity. Well, I don't like that. Du bist schon seit 6 Uhr wach? Ja, du hast halt Schule gehabt. Und einen guten. Danke. Hast du jetzt mit deinem Bruder geredet? I don't think we should celebrate people who are out of shape. We shouldn't make it look like it's a great thing. Hey, let's celebrate. You're taking 20 years off your life because your BMI's over 40. Tolerated, yes. Respected, sure. But not celebrated. And being plus size is the... Nee, ich bin nicht so lang schlafen gewesen. Ich bin so um 12 Uhr aufgestanden, aber ich habe danach ein paar Videos geschaut. Ich bin vielleicht um 2 Uhr nachts eingeschlafen. 2:30 Uhr, das heißt, ich habe so 9 Stunden und 50 oder 10 Stunden Schlaf gehabt. Das ist gut, das geht. The choice. It's a choice. As in you can choose to not be overweight or you can choose... Ja, habe ich. Wir gehen am Freitag zusammen zum Sport und er zeigt mir ein paar Übungen. Okay, gut, aber was hat er gesagt zum Abnehmen? Oder Zunehmen? Was hat er dir empfohlen? To be overweight. Let's see what they say. Okay, of 6 people, 5 think it's not a choice. Only 1 thinks it's somewhat a choice, little bit. The rest think, nope, not a choice. What do I think? Of course it's a choice. It's not a choice. You're choosing to eat, and the more food you eat at a surplus, you gain weight. When you're born, you're not 300 pounds. If you get to 300 pounds, you choose to do so by eating. Not saying it's hard to get motivated to go for a walk, do 150 minutes of cardio a week. Not saying any of that. But of course it's a choice. Some people try to be plus size. Like there's like lots of people in the gay community that are called like eaters and feeders. So people do try to be bigger. So he's saying he only disagrees with it because some people are eating on purpose. Er sagt, Speck an den Oberschenkeln ist schön bei Frauen. Ja, da kann man auch Speck haben. Wenn du halt noch Form drin hast, dann wird's perfekt. To get fat on purpose because they want to be fat on purpose. It's still a choice. Yeah, if you overeat, stuff yourself and force feed and you become fat, you chose that. But even if you don't, I still... Frauen können ja nicht so dünn sein wie Männer, also nicht so wenig Körperfett haben. Das ist nicht so leicht. Oder sollte man auch nicht. I think it's a choice. You're still choosing to eat too much. Even if you're not doing it on purpose, you're still choosing to eat too many. Da hat er auch recht. Wieso sagen Leute, dass sie einfach dazu gezwungen werden, dass sie fett sind? So, das ist alles deren Entscheidung gewesen und dass sie nicht trainieren, dass sie sich nicht bewegen, dass sie so viel essen. Ist alles ihre Schuld? Wieso sind Leute heutzutage so dumm, so verblödet und denken, irgendwie sich recht zu fertigen mit man ist halt fett geboren oder so. Egal. Any calories. It was a choice for me to say, well, I don't want to work out 8 hours a day every day and hate what I look like to be skinnier, so I'm gonna let myself eat more than a quarter cup of white rice today. So the girl who says I somewhat agree said, well, I choose to just eat what I want and not exercise, not go to the gym because I don't want to do those things. And so what if people are going to make fun of me? I'm choosing to overeat. Well, to me, that's an answer of, yeah, strongly agree. Clearly, it's a choice for her. She's saying, I overeat and I choose to do so. I choose not to do all that exercise. I don't want to. That makes it a choice. Society, especially in America, we have this idea that, oh yeah, all fat people ate themselves that way. You did. Haben sie auch.
You can't become Haben sie auch, morbidly hä? obese without over-consuming calories. Calories in, calories out. Oh, all people who are obese, they ate themselves that way. She disagrees with, how did you become obese? By not eating? Oh, I didn't choose it. I skipped dinner. Also diese Amerikaner, diese Leute sind einfach hirnverbrannt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie kann man so denken? Wieso kann man nicht einfach zugeben, yo, ich bin fett, ich habe zu viel gegessen oder ich esse einfach viel, es ist mir egal, ob ich fett bin. Entweder so reden oder einfach sagen, yo, ich bewege mich einfach umgehen oder so. Man muss einfach nur zugeben, yo, es ist halt so. Man sieht es am Körper, du bewegst dich nicht viel, du isst oder du bewegst dich vielleicht nicht, du bewegst dich vielleicht etwas mehr, aber du isst halt viel. Dann ist es halt so. Es ist halt so. Es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen Weg, dass du einfach sagen kannst, yo, ich wurde gezwungen, fett zu werden. Niemand hat dich gefesselt und dir Essen in deinen scheiß Mund gestopft. For a month and I gained 10 pounds. It's not my fault. We're not talking about height here. I'm 5'6". I want to be 6 feet tall. I can't eat a certain food. I can't go and exercise and stretch and grow 6 inches. I have no choice. I can't choose to be taller. He has no choice, I man. choose to have muscle? Nope, it's not a choice. I just go to the gym and I happen to grow big muscles. Well, Coach Greg, if you lift weights, progressive overload, train. Er sieht aus wie mein Opa irgendwie. Voll lustig. Er sieht aus wie mein Opa mit einer Mischung aus Dawn aus Fast and Furious. Ich kenne gerade seinen echten Namen nicht. Harder than the last time, your muscles are gonna grow. No, I don't choose that. If you lift weights and you keep training, your muscles are gonna grow. If you overeat calories, your body fat is gonna increase. It's the same thing. Just because you don't want to gain weight doesn't mean that it's not gonna happen. Und wisst ihr was? Sie hören sich dieses Video von ihm an und sie denken immer noch, sie sind nicht schuld daran, dass sie fett wurden. Die wollen es einfach nicht ansehen. If you overeat those calories, you're gaining weight. So if you like going to the gym, lifting weights and training hard, and you don't want your muscles to grow, and they grow, you can't say, oh, I didn't choose it. By lifting weights, you're choosing to have bigger muscles. By eating too much food, you're choosing to have more body fat. How is that hard to understand? How is that so difficult to understand? They just sit at home and they're lazy and they don't do anything and they ate themselves that way. Menschen reden nicht gerne schlecht über sich selbst. Aber du kannst halt in dieser Situation nichts anderes sagen. Es ist einfach so. Ich will jetzt echt wissen, was sie sagt. Weil sie sagt, sie sitzen zu Hause und essen viel und bewegen sich nicht. Das ist aber auch so. Was will sie jetzt sagen? I never assumed that at all. I just assumed that you eat too many calories, that you're in a calorie surplus, because you can't break the laws of thermodynamics. In this house, we obey the laws of thermodynamics. If you consume too many calories, you take in more calories than you burn off, you automatically gain fat. That's just how it works. You overeat, you gain fat. Never said it's because you're lazy. Doesn't mean you don't work out. You might ride your bike an hour a day, lift weights an hour a day. Problem is you eat 6,000 calories. I lift weights and bike ride all the time. I eat 3,500 calories. If I ate 5,000 calories, I would be obese, despite the fact that I have a lot of muscle and I do cardio. So when I see someone who's obese, I don't assume anything. I just know they're overeating calories. They don't take into account people who have a disease. They don't take into account people who work out. And Menschen, die Verletzungen haben oder so. Sie ist eine normale Frau. Sie bewegt sich normal. Sie kann alles machen, um abzunehmen. Alles. Was hast du noch gesagt? people who have a disease. They don't take into account people who work out. And Sie sagt, sie machen ein Workout. Wenn sie so viel Workouts macht, dann würde sie abnehmen. Egal, also nicht egal wie viel sie isst. Man kann auch wirklich zu viel essen, dann ist es schwer, das alles abzunehmen. Aber wenn man schon diese Disziplin hat, einen richtigen Workout zu haben, durchgehend zu trainieren, kontinuierlich, dann wird man nicht fett. Dann wirst du auch auf deine Ernährung gucken können. Ein bisschen. Dann würdest du dir ein Kochbuch holen und gucken, was du
essen kannst, was dich noch voll macht, aber wenig Kalorien hat. And their body is just built that way. Ja, der Körper ist genau so gebaut. Genau. Der Körper ist genau so gebaut. Das heißt, man nimmt einfach so zu. Es gibt Menschen, die nehmen einfach zu. Nein, es stimmt nicht. So was gibt es nicht. Man nimmt Kalorien zu sich und diese Kalorien werden dann zu Fett verarbeitet. Dein Körper kann von nichts einfach kein Fett machen. Das ist nicht möglich. Don't take into account that they have a disease and they work out and their body just doesn't work that way? Do we need to take that into account? If you are in a calorie deficit, you would lose weight regardless of the disease and regardless of how you're working out. If you eat fewer calories than you burn, you lose weight. Doesn't matter. It doesn't matter about your genetics. Doesn't matter how many fat cells you have, hormones, and so on. If you undereat calories, you will lose weight. The average person who's judging people don't take into account, and they just look at someone and they say, oh, you're fat and you're not doing anything about it. We don't have to say you're fat and you don't do something about it. We're saying you're obese, you're clearly eating too much. That's it. You're in a caloric surplus. That is it. That is where we draw the line. We don't have to assume anything. There are people who are morbidly obese who can outrun me, beat me in a triathlon. Doesn't mean they don't work out. What it means is they're eating too much food. It is possible that people have eaten themselves to that point, but then you look at like, Aber nur eine Person. why did that happen? Eine Person sagt, er ist selber schuld. Der Rest sagt, die sind selber schuld. Trauma, there's rough coping mechanism. Regardless of the trauma and the coping mechanisms and all of this stuff, you still choose to eat the food unless you were held captive and forced to eat. Forced to eat. Yeah. You choose to. If you choose to eat to cope with stress, to cope with some trauma that happened in your life, to cope with anything, you're still choosing that. In the same way, if someone goes for a walk, you're choosing to go walk. Whether it's to cope, to alleviate stress, whatever, you're choosing that. If you sit on the couch and watch TV and don't do cardio, you choose that. If you go for a walk, you choose that. If you eat a cheeseburger, Wenn man wirklich will, geht das schon. Ja, es ist halt so, wenn man wirklich will, geht das so. Aber man muss bedenken, wenn du nicht willst, dann bist du auch selber schuld. Niemand zwingt dich. you're choosing the cheeseburger. If you want to hold the bacon and the cheese on the cheeseburger to have less calories, then you're choosing to eat less calories, which will help you lose weight. So regardless of why, it's irrelevant because you're still choosing the behavior which is eating too many calories, resulting in weight gain. There's so many different things that can lead to somebody resorting to that and then eating themselves into this situation. Because I know that's what happened to me. I didn't Dann hast du halt einfach gegessen, weil du essen willst. Immer noch. choose it, but it happened. I didn't choose it. Warum? Warum, hä? Du hast es entschieden, du wolltest essen. You did. You choose to eat. Unless you did it in your sleep, or someone Der forced you Schüler to fiel do der it. Boss. You were in a Ich habe eine 3 hospital in bed, Mathe in a bekommen. coma, being Hab force das fed in mitbekommen. a tube, a feeding tube. Nice. You chose to eat it. Why you have to keep making excuses on why it's someone else's fault and not just take ownership yourself? Hey, I own this. I ate too much. I was hungry. I ate the wrong food Und was soll ich choices. sagen? I didn't do enough cardio. I own it. It's my fault. Ich muss jetzt and dann, I warte mal, love my body das enough to do something ist about unsere it. Mathelehrerin I'm morgen, ja. sick and tired of being sick and tired. I want to do cardio. Ja, ist I ja. want to exercise. I want to get fit and Ich eat bin am Arsch. healthy. If you decide to do BSK something und about it, Mathe. you can make So, that change. BSK und Every Mathe. single BSK weiß person on jetzt this noch nicht, earth was ich hab. can lose weight. If you're in a calorie deficit, you will lose weight. It's not possible to not lose weight. If you want to lose weight, it is not BSK will ich gerne possible wissen. to not lose it here on this planet. Here on Earth, we're not from Krypton. We can't break the laws of thermodynamics. So anyone watching this video, if you're morbidly obese, whatever, overweight, you want to lose it, you can. Ich bin zu spät aufgestanden. Das heißt, ich kann nirgendwo einen Attest holen. Und heute ist Mittwoch. Ärzte schließen schon um 12 Uhr. Seid ihr in der Klasse? Ja.
Ja, wir sind in der Klasse. Übrigens stimmt er jetzt auch aktiver. Kann safe bei ihm vorbeischauen. Der ist cool, der ist sehr sympathisch. Woher soll ich das wissen? Niemand sagt mir, wann er Geburtstag hat. Ich kann mir Zahlen schwer merken. Mein Kumpel hat Geburtstag gehabt und ich war ihn nicht kontrollieren. Jetzt feiert am Wochenende sein Geburtstag. Not saying it's Ohne easy, mich. but you can do it. You want help? Get my Circle Diet book. 160 pages, over 25 years of research that I went into this. Ich finde es so How lustig. to lose weight and keep it off for the rest of your life. Get the book, click the link in description. You want recipes? I have several cookbooks sold, tens of thousands of these books, help tens of thousands of people change their life. Lose the weight, keep Ich brauche eins seiner Bücher. Er macht Gaming, er zockt viel. Die letzte Zeit Tarkov und CS. CS zockt er auch mit mir manchmal. Ich weiß jetzt nicht, ob er es öfters macht, aber er spielt öfters Tarkov. Und FIFA. Okay. it off hundreds of pounds. Finally, a diet that you can follow and stick Dein Main Game ist CS? Ich dachte Tarkov wäre so dein Main Game. to Okay. for the rest of your life. High volume Interesting. foods that taste amazing. No longer Boah, sein Essen ist aber... Boah, ich brauche das. are you starving hungry. You can eat the foods that you love and Nee, Tarkov. Was? Ah, nee, Tarkov ist nur ab und zu. Okay. Okay, Bro. Ich dachte gerade, du sagst, nee, Tarkov ist dein Main Game auf einmal. Oh, verwirrst mich. Ah, Brain Dead. Okay, ist okay. Alles gut. lose weight. Why? Boah, sein Essen sieht aber auch so geil aus. it's Das ist alles calories in, gesund. calories out. Die Frage kann ich nicht beantworten. Er streamt öfters früher als ich. If you're very lean and you want to add more calories, to me that makes sense. It's when people are already overweight or obese and then they try to bulk, that is when I think it's stupid, moronic. Also er streamt fast Greg, täglich, and aber er streamt today auch we're früher going als to be ich. going Also over Joel er streamt nicht so Bazer's spät wie ich. 3,500 calorie bulking diet. We're going to see, do I agree Du or hast wieder disagree with his choice of foods, Mit Streamen, ja. calories, what his plans are, and so on. And I bet most of you are probably thinking, Er says wurde the jetzt word wieder aktiv. bulk in the title, so probably going to shit on him. Er hat es but davor schon gemacht, am hat ein bisschen I? Erfahrung. Stay tuned and find out. And those of you who don't know, Joe Frazier, he's a young Sehr lecker. guy, he's a teenager, he's got a great physique, he's actually quite lean, Ja. but he doesn't think he looks that good. He kind of puts himself down, thinks he's a slow, hard gainer, but Wir haben noch I don't 5 see the Minuten, same 5 thing as Minuten him. I bin ich noch think an he has und a great dann physique. muss ich ins Gym. Aber genau, Marc, ich bin am Arsch. Also, ich weiß jetzt nicht, wo ich noch mal Test herkriegen soll. Weißt du was, muss ich wieder 2 Tage krank machen. Ich will keine 2 Tage krank machen, weil ich will morgen da sein. Obwohl, nein, ich will morgen nicht da sein. Scheiße. Morgen ist Deutsch. Egal, ich muss aber da sein. Ich muss da sein. Gleich, nein. Noch nicht. Ich brauche 5 Minuten. Ja, nee. Ich habe eine Nachricht auf Teams. Ist Schlimmes. Ich mache viele tolle Dinge, haha. Wie gut du spielst und so. Achso, okay. So. Ja, sollst du machen. Warum musst du da sein? Ich muss ja nicht da sein, aber ich will da sein. Ich will in der Schule da sein, um zu lernen. Ich will lernen in der Schule. Aber diese Testpflicht macht bei Tage so kaputt, wenn ich mal krank mache oder wenn es mir halt... Ich erzähle dir später, was in der Früh los war. Ja. Und genau, es macht mir eigentlich nur den Alltag schwerer. Deswegen bin ich auch manchmal öfters krank, wegen Mittwoch. Weil Mittwoch einfach die erste zu kurz offen haben. Zu kurz? Nicht so lange offen haben. Einfach nicht so lange offen haben. Das ist so ein Scheiß. Wieso dürfen sie mittwochs so eine Pause machen, wenn sie sowieso am Wochenende sowieso nicht arbeiten, diese scheiß Haushaltszimmer. Holy shit.
And I Also, die Mathelehrerin würde ja sagen, wir müssen einen Notfallarzt suchen bei solchen Situationen. Ne? Kommst du nach dem Gym auf DC? Ich glaube schon. Mittwoch gegen heute. Was meinst du? Streamt er heute? Wenn ja, wann? Ich denk schon, dass er jetzt dann bald schon sogar streamen wird. Du wirst doch safe schon bald streamen. Ja, wenn du fertig gegessen hast. Also er streamt schon bald. Ich habe fertig gegessen. Ich gehe in 3 Minuten ins Gym. Dann kannst du gucken, ob dass er bald ankommt. Schau mal weiter. enjoy watching his videos. I've been using this diet for the past couple months and the results have been unmatched. I Ich feel will the auch best I so ever have. I'm viel the essen strongest können. I've ever been. So changing to this diet was the best decision I ever made. So he's been on this diet for a couple of months, 3,500 calories, and he says it's the best he's ever felt, best he's ever looked, and he shows his physique. All I see is abs, a lean physique, definitely under 15% body fat, and so it's working, clearly. If he were bulky Typen sind ja voll nicht schön. Wollte nicht hässlich schreiben. Yes, kann ich verstehen. Ja. Ich will ein bisschen mehr Masse. Ich will ein bisschen mehr aussehen. Sowas schön zu finden ist auch nicht leicht. and were fat, I'd say, Also viel Spaß im Gym. Was machst du heute? Ich mache heute Rücken. Ihr ist ja nicht hässlich, einfach nur nicht schön. Okay. Ja, kann ich verstehen. Also, kann ich verstehen sehr oft. Meinst du, bei mir ist halt so, das ist für mich auch zu viel wie bei ihm. Aber das, was der Typ hatte, ja, seine Physik, also seine Genetik gefällt mir jetzt nicht ganz. Es gibt schon schönere Genetik bei so einer Masse. Da sieht's gut aus. Aber, ja. abs, a lean physique, Kann man machen. definitely under 15% body fat, and so it's working, Das clearly. ist was anderes. Okay. If he were bulking and yeah. were fat, I'd say, why are you bulking? You're already fat. What is the point of all those extra calories if it's just turning into fat? Ich will das Video nicht schauen. Ich habe noch 1 Minute, die ich live bin. Also, ich mache heute Rücken. Ich werde viel Spaß haben beim Rückentraining. Und ja. Genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Mag dir viel Erfolg beim Streamen. Und Jenny, dir weiterhin Erfolg. Training im Gym. Gehst du heute? Gehst du heute ins Gym? Wenn ja, wäre cool, wenn nicht, dann okay. Ist okay. Du musst nur 3 Tage die Woche trainieren, dann wirst du schon was Krasses ändern an deinem Körper. Okay, ciao. Ciao, Marc. Immer noch viel Erfolg. Ich gehe auf den Account und was lasse mein PC an und downloade irgendwas nebenbei, dann hast du noch ein Video. Hab jetzt früher gestartet. Okay, ich komme rein. Gut. Ciao. Ciao, ciao. Boah, ich habe eine 2 FPS Kamera.